Wir sind seit Januar Besitzer von 2 Mammut-Silocut-Siloschneidzangen mit 2,40 Meter Breite. Wir nehmen mit den beiden Zangen täglich 20 Tonnen Mais-Silage und ca. 25 Tonnen Gras-Silage aus den Silos. Mein Name ist Hendrik Schulz, ich bin 53 Jahre alt, seit nunmehr 27 Jahren hier im Betrieb. Wir sind hier bei der Agrargenossenschaft Oberes Elbtal in Reinertsdorf in der sächsischen Schweiz, südlich von Dresden. Wir bewirtschaften im Gebiet hier im Territorium 900 Hektar Ackerland und 450 Hektar Grünland. Wir halten hier am Standort 500 Milchkühe mit der weiblichen Nachzucht. Also es sind noch mal ca. 600 Jungrinder hier am Standort. Wir haben im Anbau Marktfrüchte, Raps, Weizen, Gerste, Silomais. Wir haben 13 Hektar Kartoffeln im Anbau. Die Kartoffeln vermarkten wir vornehmlich in Direktvermarktung. Wir haben eine Biogasanlage dazu hier zu diesem Standort mit 340 kW elektrischer Leistung und verwerten dort unsere gesamte Gülle und ca. 50 Hektar Mais-Silage bzw. Mais im Anbau für Mais-Silage für diese Biogasanlage. Im Betrieb arbeiten 27 Mitarbeiter, vornehmlich natürlich durch die umfangreiche Tierproduktion im Stall. Aber wir haben ja auch eine umfangreiche Marktproduktion und dort sind 8 Menschen beschäftigt. In der Werkstatt haben wir 2, eine Mitarbeiterin in der Buchhaltung und 2 Vorstände. Der Betrieb ist von der inneren Verkehrslage her etwas schwierig. Also wir sind hier im Gebiet der sächsischen Schweiz. Wir haben Berge, wir haben Täler. Unsere Flächen sind über 9 Ortschaften hier im Gebiet oder in der Region verteilt. Und das macht es natürlich zu einer Herausforderung, hier immer zur rechten Zeit am rechten Ort zu sein. Und deswegen sind wir etwas dezentral aufgestellt im Betriebsgebiet, haben Silos, die teilweise 2 Ortschaften weiter installiert sind, damit wir einfach in der Ernte schneller sind und dort einlagern können. Und das fahren wir dann das Erntegut sukzessive hierher am Standort, wenn es eben gebraucht wird. Also im Betrieb sind seit Januar 2 Silocut-Siloschneidzangen mit 2,40 Meter Breite. Wir haben uns dafür entschieden, 2 Schneidzangen zu kaufen, da wir vornehmlich an 2 Standorten das Silo entnehmen. Das ist einmal hier in Reinertsdorf und einmal in Gundersdorf. An dem Standort haben wir unser Außensilo. Dort lagern wir vornehmlich Mais-Silage, hier mehr die Gras-Silage. Und damit das logistisch auch passt, haben wir uns eben gesagt, was soll's, wir kaufen 2 Schneidzangen und sind damit flexibler. Die Mammut-Siloschneidzange ist fast die Schlüsselmaschine im Betrieb. Mit ihr fängt alles an. Morgens um 6:30 wird das Silo entnommen aus den Silos und mit ihr fängt diese Transportkette an. Deswegen umso wichtiger, sich da auf die Maschine verlassen zu können. Dann ist es so im Betrieb, dass diese entnommene Silage auf Transportanhängern, also auf Kippern geladen wird und dann hier zum Betrieb transportiert wird, zum Betriebsstandort und hier abgekippt wird in einer Halle. Und dort dann eben von dem jeweiligen Mitarbeiter mit Futtermischwagen und separatem Radlader zu den Kühen gefahren wird. Wir machen am Tag ungefähr 14 Mischungen, also 3 Milchviehrationen und 2 Jungviehrationen und das mehrmals am Tag. Also 14 Mischer am Tag, 14 mal 14 Kubikmeter. Nachdem uns die Siloschneidzange natürlich auf der Agritechnica überzeugt hat, von ihrer Bauart her und vom Anschauen her, haben wir sie dann natürlich gekauft und hier auch ausprobiert. Und inzwischen kann man sagen, nachdem wir mehrere tausend Tonnen mit den beiden Schneidzangen entnommen haben aus den Silos, dass es wirklich so ist, dass die Bauform, dass die Geometrie auch ermöglicht, mit dieser Zange mit sehr wenig Kraftaufwand und sehr gutem Schnittbild Silo aus den Silos zu entnehmen.
Wenn man jetzt vergleicht unsere alten Siloschneidzangen mit den Mammut-Siloschneidzangen, da fallen wir vornehmlich zwei Sachen auf. Das ist einmal die geschweißte Schneide, die offensichtlich, und das sieht man auch im täglichen Gebrauch, sehr gut durch das zu entnehmende Siliergut gleitet, mit sehr wenig Kraftaufwand. Und das ist die Geometrie des Schneidschildes, was eben bedingt, dass man auch sieht, wenn man die Silage entnimmt, dass die Zange nicht angehoben wird, dass sie ruhig im Silostock liegt und damit man schon, ich sag mal, auch den Eindruck hat, dass eine sehr führige Form ist, die da durch das Silo gleitet. Ja, Futter, gerade Grassilagen, Maissilagen sind natürlich ein teuer erzeugtes Futtermittel und da will man natürlich nicht, dass da in großem Maßstab uns das Futtermittel verdirbt. Deswegen haben wir auch den Anspruch, dass die Silo-Anschnittflächen eben sauber geschnitten sind, dass möglichst wenig daneben liegt. Ja, man sieht es ja hier am Silostock, die Zange schneidet. Sie reißt nicht, sie drückt nicht, sie schneidet einfach sauber ab. Das ist die Grundlage dessen, dass diese Anschnittfläche bzw. der Silostock keine Risse kriegt, in die dann Sauerstoff eintreten kann und damit dem Verderb preisgegeben wird. Was natürlich die Mammut-Silo-Schneidzange auszeichnet, ist auch, dass durch den engen Zinkenabstand, der die auch ein bisschen abgrenzt von den Mitbewerbern, ein durchaus sehr sauberes Arbeiten auch hier im Gelände oder jetzt auch hier im Silo möglich ist, auch wenn man mit Maissilage arbeitet. Ja, dadurch, dass wir ja jeden Tag hier einen gewissen Rinderbestand versorgen und ernähren müssen, ist natürlich auch wichtig, dass man mit Technik arbeitet, die rund um die Uhr funktioniert, beziehungsweise auf die man sich täglich verlassen kann. Und das ist diese Mammut-Silo-Schneidzange durchaus. Noch dazu natürlich dadurch, dass wir zwei besitzen, eine gewisse Redundanz gegeben ist. Und das macht es auch schön. Und man kann die untereinander tauschen an den Radladern und sind damit sehr sicher im täglichen Einsatz.